Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Advents-Tutorial. Es ist jetzt schon der 8. Dezember, genau, und Weihnachten rückt näher und ich bin jetzt auch dabei, Karten zu machen. Mein Name ist Annika, ich habe einen kleinen Etsy-Shop, wo ich meine Aquarelle verkaufe und das ist schon mal so das, was ich bislang hergestellt habe. Die werde ich als Geschenkanhänger verwenden und wie ihr merkt, fehlt da noch ein Weihnachtsbaum. Genau, und den werde ich heute malen und fertig bringen. Und wenn du Lust hast, kannst du gerne mitmachen. Bevor wir einsteigen, erkläre ich noch mal kurz, was ich alles habe. Also ich habe einmal Aquarellpapier. Für ein gutes Ergebnis ist gutes Aquarellpapier das Wichtigste tatsächlich. Also noch wichtiger als Pinsel oder Farben. Das heißt, wenn du dich entscheidest, irgendwo Geld auszugeben, wenn du Aquarell malst, dann mach's beim Papier. Das ist jetzt hier von Fabriano, 100% Baumwolle, 300 Gramm dick, also richtig gutes Papier. Das nimmt richtig viel Wasser auf und auch die Farbe sieht dann richtig schick aus. Als zweites habe ich Pinsel, gar nicht mal so viele, wahrscheinlich werde ich auch gar nicht alle benutzen, aber ich habe gerne viele Pinsel. Einen nehme ich für Wasser, also um das Papier nass zu machen. Und dann habe ich noch verschiedene Größen. Nee, warte mal, den nehme ich fürs Wasser. Und dann habe ich noch verschiedene Größen, die ich halt verwende, je nachdem, wie klein oder wie groß ich malen werde. Mal gucken. Dann natürlich ein Bleistift, ein Radiergummi. Dann habe ich ein bisschen Wasser hier hinten stehen. Küchenpapierrolle zum Abtupfen, damit da nicht zu viel Wasser drauf kommt. Oh. Und Farben. Genau. Und dann würde ich sagen, starten wir mal. So, zunächst einmal brauche ich die Form von dem Weihnachtsbaum und ich glaube, ich möchte, dass der ungefähr nicht ganz zu spitz, nicht ganz zu breit. Sagen wir mal so. Und dann hat er unten noch so einen Stamm. Mein Weihnachtsbaum hat auch eine Lichterkette und die werde ich nachher dadurch hoffentlich hinkriegen, dass ich das weiß lasse. Das heißt, dass ich da nichts male. Und deswegen muss ich mir das mal gerade so ein bisschen einzeichnen, wo ich nachher nichts malen werde. Also einmal hier und einmal hier. Genau. Und dann bekommt der Weihnachtsbaum noch einen Stern. Irgendwo da oben. Das ist jetzt aber auch nicht so wichtig. So, damit das nachher nicht so gut zu sehen ist, rolle ich jetzt hier meinen Radiergummi und rolle hier mal so ein bisschen drüber. Dann ist das nachher der Bleistift nicht mehr so gut zu sehen und schimmert nicht so gut durch. Sehr gut. Und dann schauen wir uns das doch alles mal ein bisschen aus der Nähe an. Okay, vielleicht kann man so ein bisschen sehen, hier ist so der Tannenbaum, da oben die Spitze. Hier habe ich so ein bisschen eingezeichnet, was weiß bleiben soll. Hier unten der Stamm. Ich habe eine Sache vergessen vorzustellen, und zwar ein Wasserspray. Und damit mache ich jetzt im Voraus nochmal die Farben nass. Die sprühe ich also schön ein, damit man die direkt verwenden kann. So, und jetzt starten wir schon. Ich habe ja gesagt, ich habe hier einen Pinsel für Wasser. Mache ich jetzt mal ein bisschen nass. Und dann mache ich jetzt mal alles nass, was nicht weiß bleiben soll. Also ich male jetzt hier um meine Girlanden, um meine Lichterketten drumherum. Wahrscheinlich macht es auch Sinn. Das trocknet vermutlich auch alles. Deswegen sollte ich vielleicht erstmal Schritt für Schritt machen. Aber ich mache jetzt erstmal alles komplett nass. Das ist jetzt auch nicht so wild. So. Okay. Ein bisschen so.
Und dann ist ja die Frage, was für Farben nehme ich? Ich habe da tatsächlich nicht so die Präferenzen. Ich nehme alles Mögliche, was ich, glaube ich, bei mir im Kasten habe. Diesmal, also wenn ihr die Farben haben wollt, die ich jetzt auch benutze, habe ich ja schon vorgestellt, einmal diese Farben hier. Ich werde die Grüntöne nehmen. Und zwar sind das Aquarellfarben von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Roman Szmal, keine Ahnung, das ist eine polnische Marke und die sind richtig gut. Macht echt Spaß, mit denen zu malen und sind auch vergleichsweise günstig, also die kann ich echt empfehlen. Ich habe die gekauft bei einem Online-Shop, der heißt, glaube ich, Peters Art in Berlin. Das ist jetzt keine Werbung, ich kriege dafür nichts. Genau, und der hatte die aber und die sind auch günstiger als das, was man vielleicht sonst so an Aquarellfarben bekommt und halten einfach ewig. Also das ist das Schöne an Aquarell, das ist eigentlich ein recht günstiges Hobby, weil man nicht so viel Farben braucht und dann kauft man irgendwie einmal welche und dann passt das auch. So, genug gequatscht. Ich mache das hier nochmal irgendwie nass. Ich habe natürlich viel zu viel gequatscht. Genau, beim Nassmachen darauf achten, das darf nicht tropfen. Wenn das zu sehr, also zu nass ist und tropft, dann nochmal ein bisschen abwarten. Also dass es so ein bisschen nass schimmert. Das ist super. So, ich glaube, ich mache die hier doch auch schon mal direkt. Ihr seht, das ist ein Prozess. Und meistens weiß ich am Anfang auch noch nicht so ganz, was ich dann so mache. Ja, okay, ich mache jetzt einfach alles mal alles nass. Gut. Und für den Anfang nehme ich hier meinen 5er Pinsel, das ist ein Rundpinsel, ein 5er, und starte mal mit ein bisschen hell. Also im Aquarell arbeitet man ja von hell zu dunkel, weil es nicht deckend ist. Und deswegen starte ich da jetzt auch mal mit hell. So, und jetzt geht das einfach ganz wild rein. Da ist auch nicht viel mit erklären. Sondern das machen wir jetzt einfach mal so. Wir machen erstmal die beiden unteren, sonst trocknen die uns zu schnell weg. Dann kommt mal so ein bisschen Mittleres dazu. Und wie ihr seht, da wo das Wasser nicht ist, da bleibt die Farbe auch weg. Das ist schön. Hier mal so. Auch. Ein bisschen dick geworden, weil ich dafür für ein Band gemacht habe. Ich glaube, ich mache es ein bisschen dünner hier noch. So ein bisschen too much. So. Und dann noch ein bisschen was Dunkles. Richtig schön. Einfach nur rein und tupfen. Ihr seht, da ist jetzt nicht viel Technik dabei. Vielleicht noch so ein bisschen außen, das nicht ganz so gerade. Noch ein bisschen Tannenzweige dabei. So. Sieht gut aus, oder? Würde ich sagen. Passt. Wer es noch ein bisschen wilder haben möchte, kann den Pinsel sauber machen, abtupfen und dann mit der Pinselspitze rein und ein bisschen Wasser bringen. Dann kriegt man noch ein bisschen mehr Muster oder ein bisschen mehr Struktur. So. Oh. Okay, und das machen wir jetzt auch mit den beiden oberen. Also wieder schön nass machen. Ich mache das jetzt wirklich mit dieser Lichterkette, das ist ein bisschen dünner, sonst sind das wirklich breite Bretter. So. Darauf achten, dass es nicht wieder zu nass wird. Immer mal wieder abtupfen, im Zweifelsfall. So, hier oben auch noch nass. Sehr gut. Und dann machen wir das gleiche nochmal. Wir fangen also wieder von hell an. Müsst ihr gar nicht auch so genau darauf achten, dass ihr da irgendwie alles, da euch andere Linien haltet. Das ist eigentlich nur eine grobe Richtlinie,
dass man da nicht völlig die Baumform vergisst. So, Nummer 2, also das mittlere Grün. Und das dunklere Grün. Ich verteile die Farben nicht komplett gleichmäßig. Das macht schon auch noch mal was aus, wenn man zum Beispiel jetzt hier eher den unteren Part ein bisschen dunkelgrün hat, vielleicht den oberen ein bisschen heller, dass man das nicht alles gleichmäßig verteilt. Das machen wir ja auch noch. Ihr seht hier, das trocknet schon, das ist noch ein bisschen, solange es noch so schimmert, kann man da noch was reinmachen. Beim Aquarell ist schon auch wichtig, dass man weiß, wann man aufhört, weil sich sonst manchmal das auch wieder so verabschiedet, das Bild, was man eigentlich so haben wollte. Aber hier ist noch ein bisschen nass, das heißt, kann ich noch ein bisschen nachmalen, noch ein bisschen das Dunkle hier noch mal ein bisschen. Hier unten noch mal ein bisschen mehr dunklerer, da ist ja theoretisch auch ein Schatten. Also tendenziell würde ich sagen, unten sollte ein bisschen dunkler sein als oben. Aber das ist jetzt ja auch kein fotorealistischer Weihnachtsbaum, also von daher ist das auch, sind wir da auch künstlerisch frei. So. Genau. Dann machen wir da oben vielleicht auch noch mal ein bisschen Wassertropfen rein. Ihr seht, wenn ich das hier noch mal mache, dann sieht man, wie die, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, dass die so auseinandergehen. Kann man machen, muss man nicht. So. Okay. Das würde ich sagen, sieht schon ganz gut aus. Das können wir jetzt so trocknen lassen. Und dann bräuchte ich ja ein bisschen Farbe für den Stamm. Der ist ja nicht grün. Ich habe tatsächlich hier eine Palette. Ich habe einfach viel zu viele Aquarellfarben. Und diese Palette hier besteht nur aus Brauntönen. Das ist ein bisschen too much, braucht man auch nicht. Ich würde sagen, mein zweites Hobby neben Malen ist Farben kaufen. Das sind aber zwei völlig voneinander unabhängig bestehende Hobbys. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Man kann auch sehr viele Farben kaufen und nie malen. Und man braucht auch nicht viele Farben, um zu malen. Also von daher, ja, habe ich einfach beide Hobbys. Farben kaufen und mit Farben malen. So, und das ist ja alles eher so, ich sag mal, ein bisschen gedeckter gehalten. Ne? Das sind jetzt nicht so die Knallerfarben. Dann nehme ich auch ein bisschen ein gedeckteres Braun. Und jetzt nicht unbedingt eins, was so in Richtung Rot geht. Was man da immer gut nehmen kann, was auch so ein Alltime-Klassiker ist, wenn man sich mal mit Aquarellfarben eindeckt, ist Umbra gebrannt oder Sienna. Ihr könnt das mal angucken. Ich habe auch immer, wie ihr seht, habe ich immer auch Schnipsel, was übrig geblieben ist, um Farben zu testen, wenn ich mich mal wieder nicht daran erinnern kann, wie die aussehen. Und das mache ich jetzt. Also ich gucke mir einmal hier Umbra gebrannt an. Das sieht so aus. Ja, kann man machen. Und dann gucke ich mir einmal Sienna Quatsch. Sepia ist das, nicht Sienna. Sepia an. Das sieht so aus. Wenn man die mixt, könnte man auch machen. Das so aus. Ich glaube, ich mag tatsächlich, das ist mir noch ein bisschen zu rötlich. Ich nehme, glaube ich, das Sepia hier unten. So. Das heißt, wir hier schön Farbe aufnehmen mit dem Pinsel. Ihr seht, ich habe mir hier wunderbar mich mit 3 Pinseln eingedeckt. Im Endeffekt werde ich einfach nur einen verwenden. Das ist meistens so. Und da werde ich jetzt auch nicht groß irgendwie vorher das nass machen. Das ist also keine Nasse-Nass-Technik. Wir haben hier vorher eine Nasse-Nass-Technik verwendet. Also vorher alles nass machen, damit vergleichsweise nasser Farbe rein. Dann sieht das so aus. Da hat man wenig Kontrolle, wie es später aussieht. Nur das macht es ja auch schön. Und wir machen jetzt eine
Also auf dem trockenen Papier hier, den Stamm. Mache ich den mal so ein bisschen vor. Aber nur ein Rechteck. So ungefähr. Und mal den noch aus. Wie ihr seht, ist das ein bisschen zu nass hier auch. Dann schwabbelt das hier so rum. Also mache ich den Pinsel trocken. Und wie ihr seht, kann man mit dem Pinsel super auch wieder Farbe aufnehmen. Und wenn ich jetzt an der einen Seite das noch ein bisschen dunkler haben möchte, dann nehme ich einmal wieder ein bisschen Sepia, achte aber diesmal darauf, dass das nicht zu viel Wasser dabei ist. Und tunkt das einfach hier nochmal an der Seite. Vielleicht hier oben auch, ne? Damit wir ein bisschen Schatten haben. So. So. So, was fehlt jetzt noch? Wir haben noch keine Kugeln. Und vielleicht sollte der Baum auch ein bisschen Schatten bekommen. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Im Aquarell arbeitet man tatsächlich sehr wenig mit Schwarz, klassischerweise. Also natürlich darf man Schwarz verwenden, mache ich auch. Aber relativ wenig, eher so, wenn es so richtig schwarz sein muss, ne? Bei Pupillen zum Beispiel. Das heißt, bei Schatten nehme ich meistens eher ein Grau. Da sind wir wieder bei den Aquarell-Standardfarben. Also wenn du dich mit Aquarellfarben eindecken möchtest, eine Standardfarbe ist Payne's Grey. Payne's Grau ist das. Und das mache ich jetzt auch wieder auf dem Trockenen. Und zwar schiebe ich hier mal gerade das Blatt hin, weil das muss nämlich jetzt schnell gehen. Das wird nämlich so ein bisschen eine Trocken-auf-Trocken-Technik. Also hier ist der Baum. Schatten, also die Sonne kommt eher von da, ne, weil hier ist ein bisschen dunkler. Und das heißt, der Schatten geht nach da. Und da ziehe ich jetzt gleich mal ganz schnell. Mal gucken. Das ist immer so, Kontrolle hat man wenig beim Aquarell, aber ist ja auch eine gute Übung, auch fürs Leben. Jetzt werde ich philosophisch. Genau, also ich habe hier das Payne's Grey und jetzt gucke ich mal. Hier einfach mal ein bisschen schnell überziehen. So, schon einmal einen Schatten. Ich merke gerade, wir haben noch keinen Stern. Dafür brauche ich ein Gelb. Jetzt muss ich mal gucken. Ah ja, hier. Was ich gerne nehme, es ist so ein Mix zwischen Braun, oh wunderbar, ein Katzenhaar, ein Braun und Gelb, also ein schönes warmes Gelb, heißt Quinacridone Goldton. Ich benutze das einfach überall. Ihr könnt es hier auch mal angucken. Hier haben wir wieder unseren Spickzettel für die Farben. Wird das mal nass. Seht ihr? Schön, ne? Sehr schön. Hat so ein bisschen was Orangenes. Wenn man das ganz, also sehr pigmentiert nimmt, also mit sehr viel Farbe, dann ist das schon recht dunkel auch. Und wenn ich jetzt da aber nochmal Wasser drauf gebe und das ein bisschen, dann sieht man, wie das schön hell wird. Also die Varianz, also der Unterschied von sehr viel Farbe zu wenig, ist echt ganz schön hier. So, genug gequatscht und tatsächlich werde ich jetzt mal den zweiten Pinsel benutzen. Den kleinen Dreier hier. Weil das wird doch ein bisschen kleiner mit dem Stern. So, also ein bisschen Farbe drauf. Hat der Stern jetzt 5 Zacken oder hat der jetzt... Ich versuche mal 5 Zacken. Es ist jetzt auch nicht so viel hier mehr mit Vormalen zu tun, sondern einfach... Das muss auch nicht so sauber sein, ne? Das ist ja extra auch so, dass man sich so denkt, ja, das sieht doch schon ganz gut aus, würde ich sagen. Ein bisschen zackiger in den Ecken. Ja, irgendwie so. Ja? So, sehr schön. Eigentlich könnten wir den auch so lassen, ne? Braucht der noch Kugeln? Weiß gar nicht. So, also ich habe den jetzt mal trocknen lassen. Beim Aquarell ist es tatsächlich auch so, wenn das dann trocknet, dann wird das alles noch mal ein bisschen heller. Das heißt, das sieht dann nicht so aus, wie wenn man die Farbe frisch aufbringt. Und eigentlich, muss ich sagen, gefällt der mir so ganz gut. Ich glaube, ich lasse den jetzt so.
Also wenn du mitgemalt hast oder den nochmal malen möchtest, dann fühl dich frei, dann auch irgendwie Baumkugeln mit anzubringen. Aber ich glaube, für mich ist das ein sehr schöner Stern. Mit Baum mit Stern, so rum. Genau, und das war's dann mit dem kleinen Mitmal-Video-Tutorial. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt und bis zum nächsten Mal und eine schöne Adventszeit.